Bevor wir diese Woche zu einem genialen Campspot gelangen, besuchen wir das erste Mal in den USA ein Diner und freuen uns auf unsere Erlebnisse in New Mexico. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Unsere vorerst letzte Sehenswürdigkeit auf der Route 66 ist die Cadillac Ranch. Auf dieser findet man einige Cadillacs, die in Reihe und Glied aufgestellt und mit Farbe besprüht wurden. Ein anderer Besucher war mit der Sprühdose unterwegs und hat sich auf den Autos ausgelebt. Am nächsten Morgen ging es für uns zu unserem ersten amerikanischen Diner. Heute sind wir das erste Mal in einem Diner, in einem typisch amerikanischen Diner. Also hier konnte man direkt davor schlafen, wir haben Duschen, Toiletten und so alles. Und ja, und jetzt hat Tobi gesagt, er lädt mich wieder heute ein und ich freue mich so sehr. Also ich glaube, er ist ein bisschen Eigennutz dabei. Nein, niemals. Aber es ist so cool und es ist so wie in diesen Filmen, in diesen amerikanischen Filmen. Und es ist einfach diese roten Polster und es ist einfach so viel, so viel Flair hier. Der schmeckt viel, viel besser als der Aufbrüh-Kaffee von uns. Ich glaube, das sollten wir öfter machen. Kaffee holen. Und es tut so gut, ein warmes Getränk zu haben. Heute Nacht hatten wir minus 4 Grad. Im Auto ging es, glaube ich, auf 2-3 Grad runter. Und ja, wir müssen ab morgen auf jeden Fall die Standheizung durchlaufen lassen, weil es nachts auf minus 6 bis minus 7 Grad, glaube ich, runtergeht. Und wie man sieht, haben wir ein typisch traditionelles Diner-Frühstück genommen. Mexikanisch. Also ich habe Eier, Kartoffeln, diesen Tortilla hier. Und das ist für mich noch nicht definierbar, aber es ist vegetarisch. Ach, Bohnen sind es. Bohnen waren es. Ja, und ich habe ein Burrito. Wie man gesehen hat, haben wir hier gefrühstückt im Diner. Und beim Diner war ein kostenloses Automuseum dabei, wo, ich weiß nicht, wie viele Autos waren da, 10 bis 15 amerikanische klassische Autos. Und die waren richtig cool aufbereitet. Ich denke mal, super Zustand. Und ich denke mal, dass es eine private Sammlung ist von, ich vermute mal, dem Besitzer. Der war, glaube ich, auch anwesend, hat den anderen was erklärt. Die durften sich ins Auto reinsetzen. Das war echt super. Und für uns geht es jetzt dann weiter Richtung, wohin sonst, Westen. Ich weiß nicht, ob man da parken darf. Wir sind jetzt in Tucumcari und zwar ist das hier bekannt für die Wandbilder, die hier sind. Wir sitzen gerade hier vor dem Visitor Center und das macht aber erst in einer halben Stunde auf. Jetzt überlegen wir, ob wir die Wandbilder auch selber finden. Wir haben nämlich schon ein paar beim Hereinfahren jetzt gesehen oder ob wir noch warten und dachten, wir nutzen die Zeit, um mit Rio zu gehen. Hier ist nämlich gerade ein Stück Wiese hinter mir. Was aber ein bisschen problematisch sind, hier sind irgendwelche Pflanzen, die so richtige Stacheln dran haben und man sieht das nicht auf der Wiese. Und Rio kann hier eigentlich die ganze Zeit nicht gehen. Er tritt halt alle paar Meter, also eigentlich jeden Meter in so eine Pflanze und kann auf seinen Beinen dann nicht mehr drauf belasten. Und ich bin jetzt gerade eben durch die Wiese gegangen und man sieht es hier, wie viele von diesen Stachelpflanzen oder Stacheldingern in meinem Schuh stecken. Das knistert schon richtig beim Auftreten. Also ja, muss er hier auf Teer gehen. Er möchte auch gerade gar nicht mehr auf die Wiese. Ich glaube, er hat da schon selbst die Erfahrung mitgemacht, dass es ihm weh tut. Allgemein zu dem Ort hier zu sagen ist, dass es ca. etwas über 5000 Einwohner hatte. Stand ist 2010. Ich habe nichts Aktuelleres gefunden. Und ja, eben bekannt für die Wandbilder und hier ist auch die Route 66 ging auch die Route 66 durch. Viele alte Motels sind hier noch im Betrieb, also das älteste ist, glaube ich, von 1939, oder? Ja, hast du gesagt. Und das ist auch immer noch im Betrieb. Ich habe jetzt gerade probiert, meinen Schuh zu befreien von diesen Stacheln, also so schaut es aus, das schaut schon richtig fies aus. Man da sieht die Spitze hier, schon böse und ich habe noch nicht mal alle weg. Das ist jetzt nur das von meinen Schuhen. Und noch nicht mal da alle. Das Gemeine ist, man sieht die nicht mal. Das ist einfach im Gras drin. Also ich weiß nicht mehr, was für eine Pflanze das ist. Wir müssen jetzt dahinter über die gemeine Wiese. Genau, du auch.
Rio genießt das Getragenwerden ja, in vollen Zügen. Er hängt so ein bisschen ab hier. Wird das schwer? Ja. Das ist der Übeltäter. Das ist die Pflanze, die hier überall am Boden liegt anscheinend. Was hier so unterschiedlich ist, dass man einfach merkt, dass hier die Fläche vorhanden ist. Die ganzen kleinen Ortschaften, also hier sind es, glaube ich, laut Google, was hast du vorher gesagt, 5000 Einwohner? Etwas mehr, ja. Und die Straße, wir haben hier eine vierspurige Straße mit der Mittelspur, wo man drauf abbiegen kann. Und es ist halt eigentlich kein Verkehr, wahrscheinlich von früher noch, von der Route 66, wo die mehr gebraucht wurde. Aber es ist wirklich einfach, es ist alles in die Weite gebaut. Und man sieht halt auch nicht so die klassischen Altstädte. Ich meine, klar, die USA wurden nicht so früh von den Europäern besiedelt wie jetzt in Europa. Dadurch gibt es nicht ganz so alte Ortschaften. Aber vom Gefühl her sind auch hier die Städte erst in den letzten 100 Jahren oder so entstanden. Und die Gebäude sind vermutlich alle jünger. Also ich glaube, kaum eins, bis auf das Motel, das von 1939 ist so alt. Und als ob sie es hin und wieder erneuern. Rio? Wie schaust du aus? Wie eine Sau. Wir sind jetzt hier kurz vor Albuquerque und wir sind hier im, ich glaube, Niemandsland oder Public Land. Public Land heißt es. Hier darf man offiziell stehen und ja, es ist hier ein eingesperrter Campingbereich. Hier sind anscheinend normalerweise Kühe außenrum und es ist einfach traumhaft. Wir haben auch das perfekte Wetter, außer dass es nachher wieder ziemlich kalt wird, aber... Es zieht jetzt schon an, ja. Ja, aber man kann es nicht anders sagen, es ist ein Traum. Da hinten sieht man die Berge, in die wir morgen fahren, weil es noch nicht kalt genug ist. Und ja, Rio genießt es auch endlich, ohne Leine mal zu sein. Und solange hier in dem Kurzen ist, ist alles safe, also da achten wir schon drauf. Ja, und jetzt, ja, wir sind heute relativ viel gefahren, deshalb wird es heute, glaube ich, relativ kurz bei uns. Rio, ping! Rolle. Ja, super, komm her! Oh. Super! Wie schaust du denn schon wieder aus? Das hast du toll gemacht! Hey du! Guten Morgen von diesem wunderschönen Platz hier.
Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist noch nicht mal 7, glaube ich. Ja. Und wir haben diesen wunderschönen Sonnenaufgang jetzt gesehen und haben gesagt, wir müssen raus. Und ja, es ist 1 Grad nachts gewesen oder vielleicht, also jetzt ist 1 Grad, also war es heute Nacht wahrscheinlich ein bisschen kälter. Und wir sind dick eingepackt mal wieder und genießen jetzt unseren Morgenspaziergang. Hier denkt man ja, man steht total in der Wildnis, also steht man ja eigentlich auch, dass hier einfach nichts drumherum ist, aber genau hier hinten sieht man, wie der Highway verläuft. Also wir stehen nur 2 Kilometer neben Highway, würde ich sagen, nachdem wir viele, viele Nächte jetzt an Cracker Barrel Plätzen, Bäumer Plätzen standen, ist es einfach so schön, in der Natur zu sein. Von der Route 66 hatten wir schon andere Vorstellungen erstmal, weil am Anfang sind es hin und wieder so kleine Sehenswürdigkeiten, aber die Plätze zum Übernachten waren halt meistens Parkplätze und so, was ja eigentlich auch vollkommen in Ordnung ist, aber wir lieben es einfach in der Natur zu stehen und die Campingplätze, die wir hatten, die sind immer nördlich und südlich davon und man darf die Entfernung einfach nicht unterschätzen dazu. Ja, und ab Oklahoma hat es uns jetzt auch richtig gut gefallen, landschaftlich. Oder auch hier in New Mexico einfach, dass du so eine Art Canyons, so kleine neben den Straßen hast. Wir haben auch die Route 66 öfter mal verlassen, weil die Route existiert nicht mehr komplett. Und sie mischt sich manchmal mit der Interstate und manchmal eben nicht. Und Google führt dich natürlich immer den schnellsten Weg oder den kürzesten. Also haben wir davor immer auf Google Maps Markierungen gemacht und sind dann danach gefahren. Aber wenn wir nichts markiert haben an Punkten, was wir sehen möchten, dann haben wir jetzt auch die Interstate gewählt, weil es sonst doch sehr anstrengend ist, auch die alte Route zu fahren. Wir sind jetzt zwar mitten in der Natur, aber es ist wirklich anstrengend mit Rio zu gehen, weil hier überall Löcher von, ich weiß nicht, wir vermuten mal Mäusen sind. Keine Ahnung, was für Tiere drin sind, und er nimmt durchgehend die Fährte auf. Das heißt, man kann ihn nicht in Ruhe schnüffeln lassen, weil wir wissen nicht, was in den Löchern ist. Ich bilde mir ein, mal gehört zu haben, dass Schlangen die Löcher auch zum Schutz vor der Kälte und so nutzen. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, müssen wir mal googeln. Und deshalb lassen wir ihn erst recht nicht hin. Aber ja, die Natur entschädigt einen aber.
Und ja, er ist glücklich, sobald Schmutz da ist. Boah, ich glaube das. Rio? Bist du schmutzig? Wir sind jetzt südlich von Albuquerque. Die letzten 2 Tage haben wir in Albuquerque selbst verbracht, einfach um Dinge zu erledigen, die immer anstehen, Wasser auffüllen, mal wieder die Toilette entleeren und was nicht alles. Und unser Plan war eigentlich Richtung Santa Fe zu fahren. Leider sind dort jetzt in der Nacht mittlerweile -8 bis -12 Grad. Tagsüber haben wir 2 bis 3 Grad und weiter nördlich noch mehr, also wird es noch kälter. Darum haben wir unsere Pläne jetzt ein bisschen umgeändert. Wir haben die Route 66 jetzt verlassen, weil auch dort Minusgrade sind Richtung Flagstaff. Und wir fahren jetzt erstmal südlich an der Grenze zu Mexiko ein bisschen parallel und machen dort die Nationalparks. Wir sind jetzt gerade noch mit Rio unterwegs und heute Mittag fahren wir dann in den San Lorenzo Canyon. Der ist ca. 10 Meilen von hier entfernt. Das Ganze machen wir zusammen mit Katrin und Thorsten von Gully mit Fernweh. Und für uns geht es dann mehr oder weniger in die Himmelsrichtung. Da hinter die Hügel soll der Canyon sein. Und so von den Bildern, die man gesehen hat, toppt das Ganze hier nochmal. Und man kann im Canyon mit dem Auto stehen und schlafen. Und darauf freuen wir uns mega. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Canyon und da hinten müsste der Canyon sein. Da fahren wir dann auf jeden Fall rein und werden dort die nächsten 1, 2, 3 Nächte verbringen. Wir sind jetzt einmal durch den Canyon gefahren und ja, wir haben, glaube ich, gleich am Anfang den perfekten Spot für uns gefunden. Deshalb sind wir jetzt umgedreht und fahren wieder zurück an den Anfang vom Canyon und werden dort dann stehen. Da kommen dann Katrin und Thorsten auch. Ja. Und dann heißt es, den Canyon erkunden und einfach zweitens die Zeit genießen.
Ist das ein Platz oder ist das ein Platz? Das ist ein Platz. Wer hat den Platz rausgesucht? Ja, ich muss es sagen, die Sarah hat einen sehr, sehr tollen Platz hier ausgesucht. Auf unserer Flucht, oder so hat unsere Flucht vor der Kälte im Norden noch was Gutes, auch wenn es heute Nacht hier -7 Grad haben wird. Aber schaut euch mal die Steine an, die Felsen. Das ist schon toll. Und das Besondere hier ist, man hört hier nichts. Ja. Also es ist still, es ist so still. Es war letzte Nacht schon so, dass man wirklich nichts gehört hat und am super Sternenhimmel schlief. Und hier ist es, würde ich fast sagen, noch ein Stück leiser. Ja, also jetzt auch tagsüber schon, weil man hat von dem letzten Platz zwar die Interstate aus der Ferne gesehen, aber auch wenig gehört, bis eigentlich gar nicht. Aber hier ist einfach nichts. Ja. Das große Nichts. Das große Nichts im Canyon, den wir davor gar nicht kannten. Die Sarah hat den nur über eine App entdeckt. Genau. Es ist manchmal auch so schön, also sonst dieser Grand Canyon, Paluduro Canyon. Wir schreiben es rein. Die sind halt super bekannt und super gefragt. Und wir sind hier alleine, bis auf Katrin und Thorsten, die nachher kommen. Und ja, es ist einfach die Natur. Natur pur. Natur pur. Also New Mexico. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dafür war es auf jeden Fall gut, dass es jetzt so kalt wurde da oben. Ja. Sonst wären wir nämlich nicht nach Süden gefahren und hätten das hier zum Beispiel gar nicht entdeckt. Und dafür war es definitiv gut. Also irgendwas hat es immer Gutes, wenn man die Pläne ändert. Man muss es nur zu dem Zeitpunkt lernen. Es gibt einen Grund. Zu dem Zeitpunkt, wo man es noch nicht weiß, nervt es natürlich. Nervt es, weil wir hätten gerne Santa Fe gesehen, aber -12 Grad nachts und es wird nicht wärmer. Es erinnert uns an Kappadokien. Und das wollen wir nicht. Das könnt ihr links oben sehen. Da hatten wir dann das Hotel am Ende, weil wir -14 Grad nachts hatten. Und als wir dann im Auto geschlafen haben, ging die Standheizung nicht mehr. Bei -7. -7 haben wir heute dann wieder. Ja. Wir lassen sie diesmal durchlaufen. Diesmal läuft die Standheizung. Und hinter uns, hier, kann man theoretisch noch mit dem Auto reinfahren. Und hinten ist ein richtig genialer Campspot im richtig schmalen Canyon. Aber wir sind da jetzt tagsüber rein und es ist schon bitterkalt. Ich will da gar nicht wissen, wie kalt es nachts wird. Und weil es kommt halt keine Sonne rein. Und nichtsdestotrotz werden wir jetzt dann gleich mal den Canyon hinter uns zumindest erkunden. Wie man sieht, ist Rio leicht überdreht und mega happy mit dem ganzen losen Untergrund. Wir haben jetzt die letzten Nächte im Canyon verbracht und hier gibt es einen Trail, der oben am Canyon lang führt und den machen wir jetzt. Mal schauen, ob wir Sven und die anderen von oben sehen
und generell wie die Aussicht von da oben ist. Also von den Drohnenbildern sah es ja schon wirklich toll aus. So, wir sind jetzt gleich beim ersten Aussichtspunkt, der hier irgendwo ist. Wo sind die Steine zur Markierung? Jetzt bin ich gespannt nach der Reaktion. Ja. Ja, krass. Und da unten haben wir jetzt die letzten Nächte geschlafen. Beziehungsweise doch die letzten 2 Nächte. Das ist schon ein richtig geiler Schlafplatz. Auch wenn es da unten, also wir standen die erste Nacht an einer Stelle, wo wenig Sonne hinkam und es war bitterkalt, aber jetzt haben wir uns dann umgestellt und sobald Sonne da ist, ist es so schön. Von dem Fels kommt noch ein bisschen Wärme und ja, heute ist leider nicht so sonnig, wo wir die Wanderung machen, aber ja, es wird. Müsste der zweite Lookout sein. Ja. Und man sieht auch schon das Ende des Canyons. Also wir finden den Canyon schon wirklich toll und wir können uns gar nicht vorstellen, wie groß dann der Grand Canyon sein muss, der, ich habe keine Ahnung, wie viel 100 Meter in die Tiefe geht. Weil was wird das hinter mir sein? Es werden, ja, lass es 100 Meter sein. Und das ist ja schon imposant. Und beim Grand Canyon, das ist ja um ein Vielfaches größer. Jetzt heißt es für mich wieder zu Sarah aufschließen, nachdem ich gefilmt habe. Und ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber es ist wirklich das Gefühl, dass hinter jeder Ecke einfach ein super schöner Ausblick ist, obwohl man zu 50% immer auf dieselben Steine schaut, nur von der anderen Seite. Aber es schaut einfach komplett anders aus und ich denke auch dadurch so beeindruckend. So. Jetzt habe ich sie wieder eingeholt und das heißt, wir gehen jetzt durch den Canyon wieder zurück
Und ja, dann werden wir erstmal frühstücken und Kaffee trinken mit Katrin und Thorsten und dann den Tag auf uns zukommen lassen. Und eine Sache, die mal wieder typisch ist, kaum sind wir unten, kommt die Sonne natürlich wieder raus. Wo ist sie? Da oben. Und ja, haben wir eigentlich meistens, wenn wir am Aussichtspunkt sind, dass wir keine Sonne haben und dann, wenn wir unten sind, ist die Sonne da. Aber wir wollen uns nicht beschweren, solange es nicht regnet oder schneit, sind wir, glaube ich, happy mittlerweile. Und hier im Canyon sieht man ganz genau die Spuren der letzten Überschwemmungen. Und zwar hat man hier dann immer die Auswaschungen, wo das Wasser praktisch lang ist und die Abbruchkanten vom Sand. Das ist eigentlich neben der ganzen Fahrbahn. Leo, wohin gehst du? Du bist angeleint. Das ist dann während der ganzen oder neben der ganzen Fahrbahn im Canyon sind die Spuren, die man sieht. Und ja, also ich sag mal, man muss hier wirklich aufpassen, wenn es hier regnet oder in der Gegend außenrum. Ich weiß nicht, von wo das Wasser genau kommt, von welcher Richtung. Aber ich glaube, das könnte im Canyon wirklich gefährlich werden, wenn es stark regnet. Das hinter mir, hier der Felsen, ist nur ein weiteres Beispiel für das, was ich gerade eben gesagt hatte, dass hier hinter jeder Ecke irgendwie das nächste Highlight wartet, obwohl man eigentlich die ganze Zeit auf dieselben Steine schaut. Aber die Blickwinkel, die machen so viel aus bei sowas. Willst du gestreichelt werden? Willst du gestreichelt werden? Komm, geh zu. Kittel auf zu. Jetzt bin ich hier vor dem Auto mal auf den Felsvorsprung geklettert. Und ich glaube, hier sieht man ganz gut, warum es uns so gut gefällt. Was man auch sagen muss, ich gehe davon aus, dass es im Sommer relativ voll ist. Also es steht schon in der App drin und vom Stellplatz, dass es am Wochenende relativ voll ist, was man ja auch verstehen kann. Und im Sommer im Canyon ist es bestimmt richtig schön kühl im Verhältnis zur Umgebung. Vor allem, weil man hat ja gesehen, wo wir angekommen sind, dass dort so richtig schattiger Canyon-Teil ist. Und gerade bei sowas merkt man, glaube ich, im Sommer wirklich die angenehme Kühle. Weil jetzt war es einfach nur bitterkalt da drin, weil die Sonne gefehlt hat. Sonst wäre das natürlich ein Traumspot gewesen da drin. Wir standen jetzt die letzten Nächte hier vor der Felswand. Und morgen wird es für uns weiter Richtung Süden gehen, nach Socorro, glaube ich, heißt die Stadt. Da müssen wir Wasser auffüllen, einkaufen, alles Mögliche entleeren und so weiter. Ich kann es nur wiederholen, der San Lorenzo Canyon ist wirklich genial. Und das Tollste ist, dass man hier eben auch übernachten kann und darf.
ist halt einmalig, dass man hier in so einer Umgebung schlafen darf. Und ja, das hatten wir auf der ganzen Strecke in Nordamerika nicht, bis zu diesem Platz. Dann haben wir auch noch davor Katrin und Thorsten kennengelernt. Und ja, das Ganze zusammen ist einfach perfekt und wir genießen die Zeit hier so krass. Ja, also ist einfach einmalig hier. Und wir hatten ja in letzter Zeit auch, ja, vor allem ich hatte vor allem wenig Reiselust noch, weil es mir einfach, keine Ahnung, ich glaube, mir wurde es einfach zu viel, nur fahren, dann viel Farmland, man sieht wenig so Naturhighlights, was mir eben wichtig ist, Naturhighlights und Tiere. Und da tut mir das hier einfach wirklich, wirklich gut, dass ich wieder Reiselust entwickle. Weil ich war wirklich zum Teil nicht mehr so motiviert, so lange weiterzureisen. Was natürlich auch schade ist, wenn man jetzt einmal die Chance hat. Jetzt hoffe ich, dass es so auch weitergeht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die nächsten Sachen und bin gespannt, wie es bei uns weitergeht. Wie lange wir jetzt noch in den USA bleiben, ob das Wetter wirklich wärmer wird, weil davon hängt wahrscheinlich auch viel ab. Aber ich sag mal so, solange es nicht regnet und tagsüber man mit offener Jacke oder so rumlaufen kann und wir Sonne haben, passt es eigentlich. Wir sind mittlerweile nicht mehr so anspruchsvoll bei sowas. Die Erfahrung lehrt uns. Und damit beschließen wir wahrscheinlich auch hier den Platz und morgen geht es dann weiter. Rio, geh doch mal weg. Bring mir den Stock. Bring her. Rio.